Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michael Schlimpen, Heilpraktiker mit den Schwerpunkten Darm- und Blasengesundheit. Heute geht es um ein Thema, das sicherlich für viele wichtig ist. Kaffee und die Wirkung auf die Blase. Hast du dich schon mal gefragt, ob dein geliebter Morgenkaffee vielleicht schädlich für deine Blasengesundheit sein könnte? Heute erkläre ich dir, worauf du achten solltest und gebe dir ein paar praktische Tipps, damit du deinen Kaffee wieder in Ruhe genießen kannst. Kaffee ist ja für viele so ein fester Bestandteil des Morgenrituals. Der macht uns wach, der hilft uns besser zu konzentrieren. Ich habe mal eine ganze Liste an berühmten Persönlichkeiten zusammengetragen. Honoré de Balzac und Voltaire, Ernest Hemingway, Ludwig von Beethoven und Johann Sebastian Bach, Theodore Roosevelt und der berühmte Regisseur David Lynch waren alle bekennende Kaffeetrinker. Hast du gewusst, dass Voltaire, Balzac und Ludwig van Beethoven bis zu 60 Tassen Kaffee am Tag getrunken haben? Oder hast du gewusst, dass Johann Sebastian Bach sogar eine Kaffeekantate komponiert hat? Ein humorvolles Stück, quasi eine Hommage an den Kaffee. Und der berühmte Regisseur David Lynch, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, hat in der Kultserie Twin Peaks den Kaffee quasi verherrlicht. Der hatte mal eine eigene Kaffeebrand gehabt, die David Lynch Signature Cup, und von ihm stammt der Spruch: Besser ein schlechter Kaffee als gar kein Kaffee. Dann muss ja irgendwas da dran sein. Nicht, dass Kaffee nachher sogar noch gesund ist. Und ja, Kaffee hat viele, viele positive gesundheitliche Wirkungen. Es ist ein pflanzliches Phytotherapeutikum. Ich habe hier vor mir eine Liste liegen, die möchte ich mal mit euch teilen. Als erstes macht Kaffee uns wach und hilft uns, uns besser zu konzentrieren. Das ist dann vermutlich auch der Grund, warum die Schriftsteller und die Komponisten gerade so in ihren Schaffensphasen große Mengen an Kaffee getrunken haben. Als zweites kann uns Kaffee bei unserem Herz-Kreislauf-System unterstützen. Es gibt Studien, die zeigen, dass ein geringer bis mäßiger Kaffeekonsum uns vor Herzinfarkt und Schlaganfall schützen kann. Als drittes schützt es das Risiko vor Typ-2-Diabetes, dem sogenannten Altersdiabetes. Die ganzen Antioxidantien da drin helfen dem Körper, die Insulinverwertung zu verbessern. Als viertes, es fördert die Lebergesundheit. Also auch hier gibt es naheliegende Untersuchungen, die zeigen, dass uns Kaffee in gewissem Grad vor Leberzirrhose und sogar vor Leberkrebs schützen kann. Nummer 5: Schutz vor neurodegenerativen Erkrankungen. Das ist also alles der ganze Bereich Morbus Parkinson, der Morbus Alzheimer, aber auch andere Demenzen. Er fördert die Verdauung, quasi Verstopfung ade mit Kaffee. Und last but not least, Kaffee ist reich an Antioxidantien, und in Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass Kaffee quasi so der Hauptlieferant für Antioxidantien bei uns im Westen ist. Bedeutet das jetzt, dass du einen Freifahrtschein für deinen Kaffeekonsum hast? Leider nein. Stell dir vor, Kaffee wäre ein Medikament. In der Heilpflanzenkunde gibt es so verschiedene Einteilungen, und eine davon ist zum Beispiel nach dem Wirkungsgrad. Da gibt es Mietepflanzen und Fortepflanzen. Kamille zum Beispiel zählt zu den Mietepflanzen. Da kannst du problemlos eine ganze Kanne über den Tag trinken, ohne Probleme zu bekommen. Ein stark aufgebrühter Wermuttee, das würdest du aufgrund des starken Bitterstoffgehaltes nicht schaffen. Selbst ein Salbeitee, wenn der lange und stark gezogen ist, wird der ab einer gewissen Dosis für Übelkeit sorgen. Geh also mal davon aus, dass Kaffee zu den Fortepflanzen zählt. Ich habe, je nach Literatur, die ich geguckt habe, wurde Kaffee sogar unter toxisch oder Wirkung drastisch eingestuft. Man kann also tatsächlich mit Kaffee überdosieren. Mit den folgenden Tipps will ich dir einfach ein bisschen helfen, wie du mit deinem Kaffeekonsum wirklich mit ruhigem Gewissen umgehen kannst. Also erstmal, wenn du jetzt gerade krank bist, du hast eine Magenschleimhautentzündung oder du hast gerade eine Blasenentzündung, dann meide ihn einfach mal ein paar Tage. Was du wissen musst:
Kaffee kann über die enthaltenen Säuren direkt die Blasenschleimhaut reizen und dadurch, dass Kaffee eine anregende Wirkung auf unser vegetatives Nervensystem hat, kann deine Blase zusätzlich etwas auf Spannung gehen. Der zweite Tipp: verdünne deinen Kaffee. Pack einfach einen leckeren Pflanzendrink rein. Die gibt's mittlerweile auch in Barista-Variante, die sich herrlich aufschäumen lassen. Oder trinke einfach zu jeder Tasse Kaffee ein Glas Wasser. Ich bin bekennender Kroatien-Fan und da trinkt man von morgens bis abends einen Espresso nach dem anderen, aber man bekommt in den Restaurants, in den Cafés kriegt man immer ein Glas Wasser dabei oder wenn wir da bei Freunden sind, steht eigentlich auch immer ein Krug Wasser auf dem Tisch. Tipp 3: guck einfach mal nach Kaffeealternativen. Es gibt sehr, sehr leckere Getreidekaffees. Und hast du eigentlich schon mal die Welt der Tees entdeckt? Eine komplett andere Welt der warmen Getränke. Mittlerweile gibt es auch echt leckere entkoffeinierte Kaffees. Probier auch das mal aus. Damit hast du quasi den Hauptwirkstoff, das Koffein, was diese anregende Wirkung auf das Nervensystem hat, einfach schon mal rausrationalisiert. Und was auch ein guter Tipp ist, beobachte dich einfach mal. Dich und deinen Körper. Trink ein paar Tage Kaffee, mach ein paar Tage Pause, trink wieder ein paar Tage Kaffee und guck einfach mal, wenn du so einen Wechsel von ein paar Tagen machst, ob das einen Unterschied macht. Grundsätzlich ist es sowieso gut, seine Gewohnheiten öfter mal zu durchbrechen und zu hinterfragen. Denn aus Genuss kann relativ schnell auch Sucht werden. Und beim Kaffee ist es wie bei anderen Drogen bekannt, dass wir da Gewöhnungseffekte haben. Zusammengefasst kann man also sagen, dass Kaffee an sich viele positive Wirkungen auf den Körper und auf unseren Geist hat und nicht per se schlecht für die Blase ist. Es kommt aber darauf an, ob du gerade krank bist und natürlich auch auf die Dosis und deine individuelle Verträglichkeit. Experimentiere da einfach mal ein bisschen rum, aber ich glaube, der wichtigste Tipp ist, den Körper beobachten und vor allen Dingen ausreichend andere Flüssigkeit zu dir nehmen oder den Kaffee zu verdünnen. Wenn du noch Fragen dazu hast, schau einfach mal auf meiner Homepage www.blasenfit.de vorbei oder schreib hier unten in die Kommentare, dann antworte ich hier noch drauf. Und wenn du Interesse hast, mehr zu erfahren über ganzheitliche Blasengesundheit, über Naturheilkunde und Heilpflanzen, dann abonniere noch den Kanal hier. Okay, soweit für heute. Mach's gut und genieß deinen Kaffee in Maßen.